Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal LED Smart Home. Ja, im heutigen Video geht es mal wieder um das Thema Proxmox. Um genau zu sein, geht es darum, wie ihr Bitwarden in einem LXC-Container auf Proxmox installieren könnt. Für alle, die Bitwarden nicht kennen, Bitwarden ist ein Passwortmanager, der einige Vorteile gegenüber zum Beispiel KeePass oder auch dem Google Passwortmanager bietet. Und ja, ich benutze das Ganze seit circa einem Jahr oder 1,5 Jahren, seitdem ich Proxmox installiert hatte. Da hatte ich auch Bitwarden installiert und vor kurzem ist es halt passiert, und zwar das Bitwarden ging nicht mehr. Das lag daran, dass ich das Ganze damals als Vault Warden, glaube ich, war das, installiert habe, und das Ganze hat sich jetzt mittlerweile vor, ich glaube, 1-2 Monaten aufgeteilt in Bitwarden und Vault Warden, und die alte Installation ging nicht mehr, nachdem ich mich abgemeldet hatte. Und ja, deswegen nehme ich das Ganze jetzt hier zum Anlass, um das mal zu zeigen, wie man Bitwarden jetzt in Docker installiert, denn das Ganze funktioniert nur per Docker, soweit ich weiß, und wie alle Schritte sind, denn das ist gar nicht mal so einfach, denn man braucht nicht nur Bitwarden, man braucht Docker, man braucht auch noch mal einen DNS-Dienst, und wie man das alles zusammen auf Proxmox installiert, das möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Also ich finde Bitwarden absolute Klasse, kann es jedem nur ans Herzen legen. Also falls euch das Ganze interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los, und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren und einen Kommentar dazu lassen für den YouTube-Algorithmus. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Okay, bevor wir loslegen, nochmal eine kurze Erläuterung, was Bitwarden ist. Also Bitwarden ist, wie gesagt, ein Passwortmanager. Ihr könnt das Ganze auf dem Handy verwenden, ihr könnt es auch auf dem PC verwenden, im Webbrowser. Es gibt Plugins für Chrome, für Firefox, für Edge und so weiter und so fort. Und fürs Handy, wie gesagt, eine App müsste es auch für iOS geben, aber bin ich mir nicht sicher, da ich kein Apple-Geräte habe. Aber auf jeden Fall, ihr könnt es, wie gesagt, mit allen Geräten synchronisieren. Ihr könnt verschiedene Konten anlegen und ist wirklich mega bequem, das Ganze zu benutzen. Funktioniert auch mit einem, mit Zwei-Faktor-Authentifizierung, funktioniert mit einem Fingerabdrucksensor und so weiter und so fort. Also alles, was man im Endeffekt braucht, hat Bitwarden mit an Bord. So, um das Ganze jetzt zu installieren, muss man ein paar Sachen machen. Zum einen, ihr solltet, wenn möglich, einen Google-Account haben. Dann brauchen wir einen DNS-Dienst. Ich verwende hier DuckDNS, da das am einfachsten funktioniert. Dann müsst ihr wissen, wie ihr eine Portweiterleitung in eurem Router erstellt. Ich zeige das für die Fritzbox. Dann benötigt ihr 2 LXC-Containern. Ich mache es in 2, denn ich packe Nginx in einen Container rein und Bitwarden in einen anderen, da die meiner Meinung nach nichts miteinander zu tun haben. Denn Nginx ist für sich ein Tool, und wenn man das updaten will oder irgendwas verstellt, dann betrifft es nur Nginx, und dann hat man keine Probleme mit Bitwarden oder andersrum. Deswegen packt das am besten in 2 LXC-Container. Wenn man die beide in einen Container packt, mit dieser Methode, die ich euch heute zeige, funktioniert das nicht, da die beide auf einen und denselben Port zugreifen, und da müsste man noch ein paar Änderungen vornehmen, damit das Ganze funktioniert. Deswegen in 2 Container. Dann achtet auch darauf, dass ihr das gleiche Ubuntu wie ich verwendet. Ich verwende aktuell 22.4. und damit funktioniert es. Ob das mit 22.10 funktioniert, kann ich euch nicht sagen. Aktuell steht nicht dabei, dass das Ganze supported wird. Habe ich jetzt auch nicht getestet, aber um Problemen aus dem Weg zu gehen, macht es zuerst mal so, wie ich es euch zeige. Okay, dann würde ich sagen, legen wir zuerst mal los. Ich muss ziemlich viel erklären. Das Video wird relativ lang, da es, wie gesagt, viele Schritte sind, die man machen muss. Aber ich kann euch versprechen, es ist mega einfach. Es ist halt einfach nur ein bisschen Arbeit, da es so viele Sachen gibt, die man machen muss. Das heißt, man muss Google umstellen, die Fritzbox umstellen und so weiter und so fort. Und da kommt ein bisschen was zusammen, aber ich probiere mich, so gut es geht, kurz zu fassen. Okay, als erstes müsst ihr euren Google-Account fit machen für Bitwarden, denn wir möchten uns die E-Mails bestätigen lassen oder den Account bestätigen lassen. Und damit das Ganze funktioniert, wenn ihr einen Google-Account verwendet, damit funktioniert es am einfachsten, müsst ihr zuerst mal den Google-Account vorbereiten, damit das Ganze funktioniert.
Das heißt, ihr wechselt zuerst mal in euren Google-Account auf eure Einstellungen, also geht hier auf Google-Konto verwalten, dann geht ihr auf Sicherheiten und dann müsst ihr das hier aktivieren, Bestätigung in 2 Schritten. Wieso ihr das alles machen müsst, das seht ihr im Verlauf des Videos. Guckt euch das Video zuerst mal in Ruhe an und dann könnt ihr das Ganze nochmal nachstellen. Okay, also wie gesagt, zuerst mal dieses Bestätigung in 2 Schritten aktivieren, einfach den Anweisungen folgen und dann hier auf Aktivieren klicken. Dann geht ihr wieder zurück und dann müsst ihr das hier setzen, dieses App-Passwort, denn nur damit funktioniert es zuverlässig, ohne das funktioniert es leider nicht. Das heißt, ihr wählt hier einfach anderen oder benutzerdefinierten Namen, gebt irgendetwas ein, ich sage hier Bitwarden, sage generieren. Und dann erhaltet ihr hier ein Einmalpasswort. Und dieses Einmalpasswort, das müsst ihr euch merken. Das heißt, ich mache jetzt mal eine Textdatei, wo ich mir das drin zwischenspeichere. Oder ihr könnt das auch offen lassen, wie ihr wollt. Aber das Passwort hier braucht ihr später. So, nachdem wir das gemacht haben, benötigen wir jetzt einen DuckDNS-Dienst. Dort könnt ihr euch, wie gesagt, mit eurem Google-Account anmelden. DuckDNS ist relativ einfach. Ihr geht hier auf Sign-in mit Google. Wählt euer Google-Konto aus und dann könnt ihr hier eine Domain erstellen. Achtet darauf, dass ihr beim Erstellen der Domain einen einfachen, aber auch komplizierten Namen wählt. Das heißt in unserem Fall sowas wie Bitwarden als Beispiel. Und dann sollte irgendetwas Einmaliges da drin stehen, damit man die Adresse nicht erraten kann. Also jetzt nehme ich einfach mal Bitwarden YouTube Test 2023, kopiere mir das auch mal, damit ich das nicht vergesse und sage dann hier Add Domain. So, dann wird jetzt hier die Adresse für euch reserviert. Hier ist eure IP-Adresse von eurem PC oder von eurem Netzwerk. Und das Ganze machen wir dann später, dass es sich in LXC-Container automatisch aktualisiert, denn die IP-Adresse ändert sich alle paar Male und dann benötigt ihr auch noch hier diesen Token, den benötigen wir später und dann hätten wir alles, was für DuckDNS notwendig ist. So, als nächstes müssten wir jetzt eigentlich die Fritzbox einrichten, aber da die Fritzbox bzw. der LXC-Container noch nicht erstellt ist, können wir die Portfreigabe in der Fritzbox noch nicht einrichten. Deswegen gehen wir jetzt zuerst mal in Proxmox rein und erstellen unseren LXC-Container für den Nginx Reserve Proxy. Okay, also wir gehen hier auf Erstelle CT, vergeben eine ID und einen Namen, außerdem noch das Passwort. Der 207er ist belegt, deswegen 208. So, klicken auf Vorwärts, wählen unser Storage aus, wählen hier Ubuntu 22.4, bitte nicht 22.10. Auswählen, updaten könnt ihr später immer noch. Die Diskgröße, ich glaube irgendwas mit 6 GB oder 4 GB reichen vollkommen aus. Ich setze es jetzt mal auf 6. Ich blende es nochmal ins Video ein, was dafür ausreicht. Kann ich jetzt gerade nicht nachschauen, aber 6 GB sollten definitiv reichen. Wähle hier 8 Kerne aus, gebe ihm alle Kerne und sage hier 4096. 4 GB reichen locker aus. Swap möchte ich nicht verwenden oder Swap oder wie auch immer. Setze ich auf 0. Netzwerk, jetzt eine IP-Adresse vergeben, das Gateway eintragen. Okay, klicken hier auf Vorwärts, DNS machen wir nichts und dann sagen wir, er soll das Ganze starten. So, der Container wurde erstellt, wechseln in den Container rein, melden uns mit unseren Zugangsdaten ein, die wir gerade erstellt haben und machen natürlich ein Update als erstes. Also Update, damit das Ganze auf den neuesten Stand ist. So, alle Befehle, die ich hier verwende, findet ihr in der Videobeschreibung. Dort gibt es auch nochmal eine Textdatei, wo alles beschrieben ist oder fast alles beschrieben ist. Alles Wichtige ist dort beschrieben. Und falls sich irgendetwas im Laufe der Zeit ändern sollte, dann wird das in dieser Textdatei aktualisiert. Das heißt, falls ihr Probleme haben solltet, schreibt mir, falls es noch nicht in dieser Textdatei drin steht. Und dann ändere ich das Ganze ab, damit es auch in einem Jahr oder in 2 Jahren noch funktioniert. So, das System ist jetzt up to date. Als nächstes müssen wir curl installieren, die Befehle einfach rein kopieren. Also apt install curl-y. Dauert einen kurzen Augenblick und sollte relativ fix gehen. So, curl ist installiert. Ich wechsle mal in ein neues Fenster, damit ihr das besser im Blick habt.
So, ich hoffe, so ist es besser, denn es haben sich ein paar Leute beschwert, dass die Schrift zu klein ist, deswegen mache ich das jetzt ein bisschen größer. Okay, also apt install curl -y haben wir durchgeführt. Jetzt installieren wir als erstes Docker, denn das ist der einfachste Weg oder der einzige Weg, den ich kenne, das Ganze über Docker zu machen. Also curl, SSL, HTTP und so weiter und so fort. Dann wird curl installiert, das heißt, diese ganzen Schritte, die jetzt hier durchgeführt werden, hätten wir normalerweise manuell eintippen müssen. Und das macht jetzt das Skript für uns, ist halt um einiges einfacher. So, wunderbar. Docker ist installiert. Als nächstes installieren wir Docker Compose. Das ist der einfachste Weg, wie gesagt. Einfach apt install docker-compose und bestätigen das gleiche mit einem Y. Dauert wieder einen kurzen Augenblick und dann sollte das gleich fertig sein. Dann hätten wir alle Tools, die wir benötigen, installiert. Zumindest für diesen LXC-Container. Das gleiche müssen wir dann auch bei dem nächsten LXC-Container machen, aber wie ihr seht, sind es ja nur 2, 3 Schritte und das war es dann auch schon. Wunderbar, auch das hat geklappt. Als nächstes erstellen wir eine, ich glaube YAML-File heißt das Ganze, nennen die Nginx, bestätigen das einfach, also nano nginx.yaml. Und dort kopieren wir folgenden Code rein. Einfach Copy-Paste, ihr müsst da nichts abändern oder ähnliches. Einfach nur kopieren, einfügen und das war's. So, einfügen. Ich mache mal das Fenster ein bisschen kleiner, damit man auch was sieht. Also es gibt im Endeffekt nichts Großartiges oder ihr müsst nichts ändern. Hier werden die Ports festgelegt, hier wird MySQL, MariaDB wird installiert, der Pfad wird angelegt und ja, Autostart wird aktiviert. Ansonsten ist hier nichts von Bedeutung drin. Das heißt, wir gehen raus, Steuerung X, Y und Enter und dann hätten wir diese YAML-File erstellt. Wir können das Ganze mal prüfen mit ls, da ist es also nginx.yaml. Als nächstes erstellen wir nochmal eine YAML-File für DuckDNS. Das sorgt dafür, dass unsere IP-Adresse aktualisiert wird, also einfach nano-duckdns.yml. Und hier müsst ihr im Endeffekt nur eine einzige Sache einfügen. Und zwar müsst ihr hier euren Token eintragen. Also hier kommt der Token rein und den Token, den hatten wir auf DuckDNS ja angezeigt bekommen. Ich öffne das nochmal. Also den Token findet ihr hier unter Token und tragt dort einfach euren Token ein. So, Token ist eingetragen. Hier kommt eure Subdomain, hätte ich jetzt fast vergessen. Und zwar hatten wir bei DuckDNS gesagt, dass unsere oder meine folgendermaßen heißt Bitwarden YouTube Test 2023. Das heißt, das tragen wir hier ein. Punkt, nicht vergessen, DuckDNS. Und falls ihr eine neue hinzufügen solltet, also falls ihr noch eine andere Subdomain hinzufügen wollt, dann macht ihr hier ein Komma rein und fügt die einfach hier ein und das war's dann. So, auch hier wieder, mehr müsst ihr nicht ändern, das heißt euren Token eintragen und dann die Subdomain eintragen und das war's dann im Endeffekt schon. Auch hier wieder Steuerung X, Y und Enter und dann wäre das auch fertig. Als nächstes müssen wir diese 2 Dateien starten, das heißt die Container erstellen. Das machen wir in meinem Fall jetzt mit diesem Befehl, also docker-compose -f, das steht für File, und sagen, er soll nginx YAML erstellen und dann nochmal duckdns YAML erstellen, sagen, er soll das hochbringen, alles installieren, fertig machen. Das dauert jetzt einen kurzen Augenblick und bestätigen das Ganze und sobald es fertig ist, sehen wir uns. Also er lädt jetzt, wie gesagt, alles Mögliche runter, erstellt das Ganze und sollte normalerweise keine Fehlermeldung bringen. So, wunderbar, er ist fertig. Also wir sehen hier, er hat hier ein Docker-File erstellt, rootdb1, dann duckdns und root apt1. Wir überprüfen das Ganze nochmal mit docker ps und dann sollte hier stehen, dass alles läuft und dass es keine Probleme gibt. Ansonsten würde hier irgendwas stehen, dass es Probleme gibt, aber wie ihr seht, funktioniert alles. So, das bedeutet, Nginx wurde installiert, DuckDNS wurde installiert. So, als nächstes können wir uns, wie gesagt, bei Nginx anmelden. Nginx verwendet den Port 81, das heißt, ihr tragt die IP-Adresse eures LXC-Containers ein und dann 81
Und dann sollte hier dieses Fenster erscheinen. Die Zugangsdaten, die Ausgangsdaten bei der ersten Anmeldung sind admin@example.com und das Passwort ist change.me. So, dann müssen wir hier eine E-Mail-Adresse eintragen, nach Möglichkeiten vielleicht eine richtige eintragen, sagen Save, dann das aktuelle Passwort, also change.me und ein neues Passwort und sagen Save. Dann geht ihr auf Hosts, sagt Proxy Host, sagt Edit New Host, beziehungsweise bevor wir das machen, müssen wir in der Fritzbox natürlich die Weiterleitung aktivieren, fast vergessen, also geht in die Fritzbox rein, geht auf Internet, Freigabe, dann Gerät für Freigabe hinzufügen, wählt hier euer Gerät aus, in meinem Fall war es ja die 208, dann auf neue Freigabe, hier Portfreigabe auswählen, dann HTTP Surfer auswählen, bestätigen, dann das gleiche nochmal, wieder Portfreigabe, diesmal wählen wir HTTPS und sagen wieder bestätigen, dann sagen wir OK und ich sehe gerade, ja, ich habe ja schon eine Portfreigabe, deswegen lösche ich meine mal mit 205 am Ende. Und dann müsst ihr halt darauf achten, dass beide grün sind, das heißt, ja, beide aktiv sind. In meinem Fall gab es ja jetzt gerade eben eine Störmeldung, weil ich schon den Port weitergeleitet hatte für meine eigentliche Installation, aber am Ende sollte das so aussehen wie hier. Beides sollte grün werden. Ich denke mal, das wird gleich grün, nachdem ich hier auf Übernehmen klicke. So, wunderbar, beides ist grün. Das bedeutet, dass jetzt alle Anfragen, die auf Port 80 oder Port 443 in die Fritzbox reinkommen, die werden an Nginx weitergeleitet und dort erstellen wir dann später einen Host und dieser Host leitet das dann weiter an den LXC-Container mit Bitwarden. Da Bitwarden noch nicht installiert ist, können wir das noch nicht machen. Deswegen installieren wir jetzt als nächstes Bitwarden. Das funktioniert, wie gesagt, genauso einfach, wie ihr gerade eben gesehen habt mit Nginx. Ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen einfacher. So, das bedeutet, wir wechseln wieder in Proxmox rein. Was mir gerade einfällt, nochmal ganz wichtig, hier Optionen, wählt aus, das hier beim Booten starten, damit es automatisch startet, denn ansonsten, falls ihr mal ja, den Proxmox-Surfer runterfahren solltet, dann würde das ja nicht von alleine hochfahren und dann würdet ihr nicht auf Bitwarden zugreifen können. So, gucken wir noch mal kurz meine alte Nginx-Installation an, wie viel Speicher die verbraucht. Also ich hatte ja 8 GB freigegeben und 2,5 sind belegt und der RAM-Speicher wird mit 315 Megabyte angegeben, also relativ wenig, was der benötigt. So, als nächstes müssen wir jetzt Bitwarden installieren. Das heißt, wir gehen wieder auf Erstelle CT, geben die ID ein, einen Namen, ein Passwort, sagen vorwärts. Auch hier wieder darauf achten, 22.4. Hier reichen, glaube ich, 6 oder 4, bin mir gerade auch wieder nicht sicher, hätte ich gerade nochmal nachgucken können. Hier die Kerne auswählen, wie viele ihr haben wollt. Auch hier wieder 4 GB und Swap wird auf 0 gesetzt. Die IP-Adresse vergeben und hier auf DHCP. Ansonsten müssen wir nichts machen, bestätigen, nach Erstellen starten und dann machen wir gleich weiter mit der Installation von Bitwarden. So, das ist abgeschlossen. Auch hier, bevor wir es vergessen, Optionen. Ups, jetzt bin ich auf dem falschen. Also auf Bitwarden, auf Optionen und auch hier wieder beim Booten starten auswählen, damit das nicht vergessen geht. Melden uns an und machen wieder als erstes ein Update. Installieren wieder curl, damit wir das später per curl runterladen können. Laden wieder das Skript runter, das uns Docker installiert, bestätigen das Ganze. Dauert jetzt wieder einen kurzen Augenblick. Diesmal müssen wir Docker Compose zum Beispiel nicht installieren, da wir in diesem Container nicht mit Docker Compose arbeiten, sondern Bitwarden ganz normal über die Bitwarden Installationsdatei
installieren. Dafür brauchen wir, wie gesagt, kein Docker Compose. So, wunderbar. Auch diesmal hat es wieder ohne Probleme geklappt. Ja, die Anleitung, die ich hier verwende, ist die offizielle Anleitung, die ich auf der Bitwarden-Webseite gefunden habe. Das heißt, ich mache hier einfach nur Copy-Paste, was es auf der Bitwarden-Seite gibt. Also als erstes soll ich einen User hinzufügen, der Bitwarden heißt. Dann wird nach einem Passwort verlangt. Auf der Webseite steht, dass es auch ein sicheres Passwort sein soll, also gebt irgendwas Sicheres ein. Ich bin mir gar nicht sicher, für was das benötigt wird, denn ich habe es bisher noch nie gebraucht, aber es soll auf jeden Fall sicher sein. Dann einen Namen eintragen, dann eine Nummer, das könnt ihr einfach bestätigen, das auch brauchen wir nicht, das auch und bestätigen, dass die Daten korrekt sind und dann hätten wir den User angelegt. Jetzt sollen wir nochmal ein Passwort anlegen. Ich glaube, das ist genau das gleiche Passwort wie vorher. Ich glaube, der Befehl ist derselbe, führt im Endeffekt, glaube ich, zum selben. Aber ich mache es jetzt trotzdem nochmal, sage hier einfach wieder das gleiche Passwort wie vorhin. Und dann steht hier, dass das Passwort abgedatet wurde. Also ich glaube, den Schritt können wir weglassen. Genau wie den nächsten Schritt, den kann man, glaube ich, auch weglassen. Denn wenn ich hier den User zu der Docker-Gruppe hinzufüge, wird mir gesagt, dass der User schon angelegt wurde. Ich glaube, das wird alles im ersten Schritt gemacht, aber in der Anleitung steht, man soll das machen. So, als nächstes fügen wir den Benutzer Bitwarden der Gruppe Docker hinzu. Habe ich das nicht vorhin, glaube ich, schon gesagt? Hier erstellen wir die Gruppe Docker nicht, fügen das hinzu, falls ich mich versprochen haben sollte. Entschuldigung. Also hier fügen wir den Benutzer Bitwarden der Docker-Gruppe hinzu, bestätigen das. Als nächstes erstellen wir einen Ordner für Bitwarden mit makedir, ändern die Berechtigungen für das Verzeichnis und machen den Benutzer Bitwarden zum Eigentümer des Verzeichnisses. Dann wären wir im Endeffekt schon fast fertig. Jetzt laden wir mit curl die Installationsdatei runter, die wir benötigen, dauert nicht lange, und führen jetzt die Installation aus, also mit /bitwarden.sh und dann install und dann beginnt die Installation von Bitwarden. So, jetzt müsst ihr hier eine Domain eintragen. Ihr habt jetzt die Wahl, ihr könnt zwei Sachen hier eintragen. Entweder die IP-Adresse eures Bitwarden-Containers, das wäre ja in meinem Fall die 208, oder ihr gebt hier gleich die DAC-DNS-Domain ein, die ihr bevor angelegt habt. Also in meinem Fall wäre es die hier, Bitwarden YouTube Test 2023. Bestätigen das Ganze. Jetzt werden wir gefragt, ob wir ein SSL-Zertifikat mit Let's Encrypt erstellen wollen. Hier sagen wir nein, denn das Ganze übernimmt für uns dann der Nginx Reserve Proxy Manager. Deswegen können wir hier nein sagen. Hier sollen wir jetzt einen Datenbanknamen sagen. Ich sage hier einfach Eddie Vault. Könnt es im Endeffekt auch leer lassen oder eintragen, was ihr wollt, sagen wir es mal so. Bestätigen das Ganze. Jetzt wird alles runtergeladen und installiert, dauert einen kurzen Augenblick. So, jetzt sollen wir eine Installations-ID eingeben. Diese Installations-ID findet ihr hier auf dieser Webseite. Das heißt, ihr kopiert euch die URL, öffnet sie in einem Webbrowser, gebt hier irgendeine E-Mail-Adresse ein. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste das auch mit einer Fake-E-Mail-Adresse funktionieren. Testen wir das gerade mal. Sagen hier Submit und dann werden euch hier zwei IDs angezeigt. Also einmal die Installations-ID und einmal den Installations-Key. Wir brauchen zuerst mal die Installations-ID, kopieren uns das Ganze, tragen die dann hier ein und dann werden wir nach dem Installations-Key gefragt, kopieren den auch wieder von hier, fügen den hier ein, bestätigen das Ganze. Und dann werden wir gefragt, ob wir ein SSL-Zertifikat benutzen. Hier sagen wir zuerst mal Nein. Und dann fragt er, ob wir ein selbstsigniertes Zertifikat anlegen wollen. Hier sagen wir Ja. Bei mir hat es jedes Mal zu einem Fehler geführt, wenn ich hier Nein ausgewählt habe. Wie gesagt, bei uns übernimmt der Nginx Reserve Proxy Manager das Ganze, deswegen spielt das jetzt keine Rolle. Wir bekommen jetzt nämlich auch eine kleine Warnung angezeigt, dass das Ganze nicht sicher ist und so weiter und dass es zu Fehlern kommt. Aber wie gesagt, bei uns übernimmt das später dann der Nginx Reserve Proxy Manager.
So, Bitwarden ist jetzt im Grunde installiert. Als nächstes müssen wir noch unsere Zugangsdaten von Google hier eintragen. Das heißt, wir ändern jetzt die Datei mit Nano, diese Overrides, öffnen die einfach mit Nano und tragen dann hier ein paar Sachen ein. Also zum einen solltet ihr, also ihr müsst diese Schritte jetzt nicht machen. Ich kann sie euch einfach nur empfehlen, sie zu machen. Denn dann könnt ihr zum Beispiel die E-Mail bestätigen, werdet benachrichtigt und so weiter und so fort. Und das funktioniert dann am besten, wenn ihr das halt, wie gesagt, mit einem Google-Account macht. So, als erstes soll ich hier meine E-Mail-Adresse eingeben. Das gleiche könnt ihr auch hier oben machen, also hier die gleiche E-Mail-Adresse eintragen. Der Port kann so bleiben, 587 passt. SSL setzt ihr auf False, das heißt, er soll nicht SSL benutzen, sondern TLS, also das bedeutet das. Dann Usernamen, den Namen, womit ihr euch bei Gmail an eurem Google-Account anmeldet. Und dann das Passwort. Und hier ist es jetzt wichtig, hier gebt ihr nicht euer Passwort ein, das ihr normalerweise benötigt, sondern hier gebt ihr jetzt das Passwort ein, das wir vorhin erstellt haben. Das heißt, dieses App-Passwort, das ich euch ganz am Anfang gezeigt habe, dass ihr euch kopieren solltet. So, in meinem Fall war es das hier. Das ist dieses einmalige Passwort. Dann, das könnt ihr hier so lassen. Das hier bedeutet, dass ich User an eurem Bitwarden Installation, falls Sie diese Adresse hier oben kennen sollten, dann könnte sich jeder draufschalten und sich dort einen eigenen Account erstellen auf eurem Surfer. Macht zwar wenig Sinn, aber es wäre durchaus möglich. Es ist auch nicht gefährlich, aber es macht im Endeffekt keinen Sinn. Aber das könnt ihr hier später dann auf True setzen und wenn ihr das auf True setzt, dann kann sich kein weiterer anmelden. Aber das macht ihr, wie gesagt, bitte später, denn wir möchten ja jetzt aktuell einen Account erstellen. Das heißt, das macht ihr, wenn ihr fertig seid. So, setzt ihr einfach auf True. So, das hier, dieses Replace lassen wir und hier könnt ihr jetzt einen Admin-Benutzer festlegen. Ganz wichtig hierbei, also bei mir hat es zumindest nicht geklappt, ihr könnt hier nicht den gleichen Benutzer wie hier oben anlegen, sondern hier muss eine andere E-Mail-Adresse eingetragen werden. Also das sollte eine andere sein. Gehen dann auch hier wieder raus mit STRG X, Y und Enter. Und dann wären wir im Endeffekt schon fast fertig. So, jetzt sagen wir als erstes zuerst mal bitwarden.sh rebuild. Da wir diese globale Override-Datei geändert haben, sagen wir, er soll mal ein Rebuild machen und ein Restart, wobei wir haben ihn gar nicht gestartet vorher. Deswegen ist das jetzt ein bisschen blöd, aber egal. Sollte nicht schlimm sein. Wir hätten einfach vorher zuerst mal einen Start machen sollen, um das Ganze zu testen. Aber da ich weiß, dass es funktioniert, habe ich den Schritt jetzt übersprungen. Naja, ich habe es vergessen. Nicht übersprungen, aber spielt wie gesagt keine Rolle, ob wir jetzt zuerst mal einen Start machen und dann die Override-Datei ändern oder jetzt im Nachhinein starten. Das Ganze dauert jetzt, wie gesagt, ein paar Sekunden. Ich glaube, irgendwas um die 1 Minute 30 oder so. Und dann sollte er gleich fertig sein. So, das Ganze hat jetzt fast 2 Minuten gedauert, nicht 1 Minute, 2 Minuten. Und jetzt sollte der Docker fast gestartet sein. Das dauert immer 1-2 Minuten, bis das Ganze startet. Ihr seht hier Health und steht Starting. Das dauert jetzt, wie gesagt, ich glaube so um die 30-40 Sekunden. Können das Ganze gleich nochmal überprüfen und dann sollte hier überall drin stehen, dass er hochgefahren ist und dass alles funktioniert. Also die hier sind alle schon fertig. Jetzt fehlt nur noch hier dieses Admin-Panel und das müsste auch gleich fertig sein. Und dann überprüfen wir das Ganze im Webbrowser. So, jetzt, das hat wie gesagt 1 Minute ungefähr gedauert. Jetzt steht bei allen, dass sie gesund sind und dass alles funktioniert. Und dann können wir im Webbrowser weitermachen. Okay, um auf den Bitwarden Passwortmanager zuzugreifen, müssen wir das Ganze über SSH machen und damit das Ganze funktioniert, legen wir jetzt zuerst mal im Nginx Proxy Manager unsere Weiterleitung an. Das heißt, wir gehen auf Host und dann hier sagen wir Edit Host, tragen hier unsere Domain ein und die Weiterleitung. Also Bitwarden hat ja bei mir die IP-Adresse oder der Container die IP-Adresse 215, nicht 208. Wir wählen hier HTTPS aus, sagen hier Port 443, wählen das hier noch aus, gehen auf SSL, sagen, dass wir ein Zertifikat beantragen,
tragen hier eine E-Mail-Adresse ein. Hier sollte eine richtige E-Mail-Adresse stehen, denn nach Ablauf des Zertifikates bekommt ihr eine Benachrichtigung und dann müsst ihr das Ganze nochmal aktualisieren. So, hier sagen wir das, das und das. Der Rest kann meiner Meinung nach deaktiviert bleiben. Wie gesagt, hier richtige E-Mail-Adresse, sagen auf Save und dann sollten wir ein Zertifikat von Let's Encrypt bekommen. Dauert einen kurzen Augenblick und es sollte keine Fehlermeldung hier oben erscheinen. Wenn ihr in der Fritzbox euren Router alles richtig gemacht habt, dann sollte das so wie hier jetzt aussehen. Also Let's Encrypt, Public und online und sollte funktionieren. Das heißt, wir werden, wenn wir jetzt diese Adresse in unserem Webbrowser eingeben, werden wir automatisch weiter zu Bitwarden geleitet. So, klicken drauf und wir sehen, wir kommen jetzt zu Bitwarden. Erstellen uns ein Konto, solltet eine richtige E-Mail-Adresse eingeben, einen Namen, ein Masterpasswort. Das sollte wirklich sehr komplex sein und solltet ihr nirgendwo anders verwenden und nur für Bitwarden verwenden. Das sollte vielleicht ein bisschen länger sein wie meins, aber dadurch, dass es ja nur ein Test ist, passt das soweit. So, dann klicken wir hier auf Konto erstellen. Wenn alles funktioniert, dann sollte hier kein Fehler auftauchen. Das ist perfekt. So, ich weiß nicht, wieso das jetzt nicht geklappt hat. Wundere mich gerade. Mal gucken, ob ich mich anmelden kann. Das ist immer dieser Vorführeffekt. Ich habe es gerade gestern alles gemacht und hat alles funktioniert. Und jetzt auf einmal sagt er mir da ein Fehler. Aber ihr seht, es funktioniert. Keine Ahnung, was der Fehler jetzt zu bedeuten hatte. Aber wie ihr seht, es funktioniert. Ich habe nichts geändert. So, jetzt bestätigen wir den Account. Das heißt, die E-Mail wird jetzt an meine E-Mail-Adresse, die ich gerade eben eingetragen habe, gesendet und abgesendet wird sie von eurem Google-Account, den ihr in dieses Global Overrides Field eingetragen habt. Wenn alles funktioniert, sollte jetzt hier eine Meldung kommen, die grün und zeigt, dass eine so, irgendetwas stimmt anscheinend nicht mit, mit meinem Google. Vielleicht habe ich vergessen, irgendwas zu bestätigen. Probieren wir es nochmal. Vielleicht habe ich ein falsches einmal Passwort eingetragen oder die Accounts durcheinander gebracht. Ich muss es mal schnell prüfen. Ach, ich habe vorhin Blödsinn erzählt. Guck mal hier. Hier habe ich aus Versehen meine E-Mail-Adresse eingetragen. Hier soll natürlich nicht eure E-Mail-Adresse stehen, sondern smtp.gmail.com, also der SMTP-Server von Google. Also nochmal raus, Steuerung X, Y bestätigen. Jetzt müssen wir nochmal ein Rebuild sagen, also hier bitwarden.sh Rebuild, also ich muss es machen, ihr natürlich nicht. Ihr habt es ja gleich richtig eingetragen. Und dann nochmal ein Restart. Jetzt muss ich noch mal kurz warten, bis das Ganze hochgefahren ist. Das überprüfe ich wieder mit Docker PS, wenn das hochgefahren ist. So, ist hochgefahren. Jetzt muss ich mich hier nochmal anmelden und mache hier nochmal E-Mail senden. Es ist so ein typischer Vorführeffekt, so kleine Fehler, die einem nicht passieren sollten. Aber so ist es manchmal. So, und jetzt steht hier, dass die E-Mail versendet wurde und ihr müsst jetzt auch in eurem Spam-Ordner nachsehen, ob dort eure E-Mail angekommen ist, denn die landet auch gerne mal im Spam-Ordner. So, E-Mail ist wie gesagt im Spam-Ordner gelandet, klickt da drauf und dann ein bisschen kleiner machen, Verified E-Mail-Adresse. Und dann wurde Ihre E-Mail oder wurde eure E-Mail authentifiziert und alles passt. Wenn ihr den Schritt nicht macht, ist auch nicht schlimm, das funktioniert trotzdem. So, ich melde mich wieder an und dann wäre Bitwarden im Endeffekt installiert. So, als nächstes müssen wir noch das Plugin bzw. die Erweiterung installieren, damit wir das Ganze hier komfortabel in Chrome benutzen können oder in Edge oder was auch immer ihr verwendet. Bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, wie das Plugin wieder installiert wird. Ist schon eine Ewigkeit her. Ich glaube hier. Und dann hier auf Chrome Web Store öffnen. Und hier suchen wir jetzt nach Bitwarden. Und dann wird uns das Ganze hier angezeigt. Sagen hinzufügen. Erweiterung hinzufügen.
So, und jetzt können wir uns im Endeffekt anmelden. Das müsste jetzt hier irgendwo angezeigt werden. Also bei mir zumindest ist es auf diesem Symbol. Hake das an, damit ich da hinkomme. Mache das Ganze hier wieder zu. Brauche ich alles nicht mehr. Und dann geht ihr hier oben drauf, dann auf das Zahnrad. Tragt jetzt hier eure Bitwarden-Adresse ein, also eure Subdomain, die ihr gerade eben erstellt habt oder am Anfang erstellt habt. Sagen speichern, tragt die E-Mail-Adresse ein, sagt E-Mail-Adresse merken, weiter und das Passwort und dann wurde das Ganze hier gespeichert. Jetzt habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt zum einen mehrere User anlegen, das heißt für jedes Familienmitglied einen eigenen Tresor oder ihr könnt euch den teilen oder wie auch immer. Das Ganze ist relativ einfach. Ihr könnt hier einfach einen Eintrag hinzufügen, tragt Passwort, Webadresse und so weiter und so fort ein und das war es im Endeffekt. Dann gucken wir uns das Ganze auch nochmal schnell auf dem Handy an. So, auf dem Handy App runterladen ist relativ einfach. Dann auch hier wieder auf das Zahnrad gehen, die IP-Adresse eures Bitwarden, klickt auf Speichern, gebt die E-Mail-Adresse ein und dann habt ihr im Endeffekt hier euren Eintrag. So, wir können mal hier einen Eintrag erstellen mit irgendwelchen Testdaten, generieren ein Passwort, könnt hier auch sagen, wie groß das Passwort oder wie das erstellt werden soll, sagen speichern und dann sollte sich das Ganze, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie häufig oder wie zeitnah das aktualisiert wird, aber dann sollte das hier auch dort auftauchen. Machen wir mal hier ein Aktualisieren, beziehungsweise ich glaube, wir müssen hier noch Synchronisieren einstellen, also Timeout-Ordner synchronisieren. So, hier können wir einstellen, wann das Ganze synchronisiert wird, also entweder wenn wir den Tresor öffnen oder wenn wir das manuell synchronisieren, also runterziehen, synchronisieren. Dann können wir hier auch noch den Fingerabdrucksensor aktivieren, also Biometrie entsperren und dann wäre es das im Endeffekt schon. Okay, also aktualisieren das Ganze, das sollte synchronisiert werden und mal hier das Ganze aktualisieren. Und dann sehen wir hier, wurde der Eintrag hinzugefügt und den können wir jetzt halt verwenden, bearbeiten oder was auch immer, uns das Passwort ansehen und so weiter und so fort. So, dann wäre Bitwarden im Endeffekt installiert. Ich habe euch gezeigt, wie ihr das Ganze auf dem Computer macht, wie ihr die App installiert oder was ihr dort eintragen müsst und so weiter und so fort. Wie gesagt, es sind zwei verschiedene Container. Was wie gesagt wichtig ist, ist, dass ihr nicht vergessen solltet, dass das Ganze hier beim Starten aktualisiert wird. Genau das gleiche halt für den Nginx Reserve Proxy und gucken nach einem Tag, dass hier die IP-Adresse automatisch aktualisiert wird. Wie gesagt, normalerweise sollte das funktionieren, kann ich jetzt gerade nicht testen, aber im Normalfall funktioniert das ohne Probleme bei mir schon jetzt seit, ich glaube, 1,5 Jahren oder sowas. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Video ist extrem lang geworden, aber wie gesagt, es sind ja, oder wie ihr gesehen habt, es sind ja ein paar Schritte zu machen und damit das Ganze funktioniert, ist aber relativ einfach nur Copy-Paste. Aber falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist und auch nicht vergessen, einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus dazulassen. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und viel Spaß mit Bitwarden und Nginx.